Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute ganz einfache Schweineöhrchen. Die sind nicht wirklich anspruchsvoll. Was anspruchsvoll ist, was ich euch jetzt zeige, ist, dass wir den Blätterteig selber machen. Das ist ein holländischer und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und hier könnt ihr auch schon die Zutaten für den eigentlichen Blätterteig sehen. Also einfach nur Mehl, wir haben Salz, wir haben Butter, die in Würfel geschnitten ist und kalt ist, und da habe ich jetzt ein bisschen Zucker zugetan. Und das Ganze wird jetzt in unserer Küchenmaschine mit diesem Flachrührer für ein paar Minuten eher so verrührt, verarbeitet, bis die Butter ein bisschen kleiner wird, aber dennoch in Stücken bestehen bleibt. Und nach einem kurzen Moment kommt dann da noch kaltes Wasser dazu. Wenn das Wasser drin ist, kommt der Teig meistens super schnell zusammen, sodass wir den jetzt gleich im nächsten Schritt in etwas Folie gewickelt erstmal kalt stellen können. Und hier können wir einmal kurz über normalen Blätterteig und auch Plunderteig sprechen. Da müsst ihr ja normalerweise einen Teig herstellen und die Butter kommt in einer großen Platte in diesen Teig rein. Die Variante, die ich euch hier zeige, dieser holländische Blätterteig, der fuscht halt so ein bisschen und arbeitet die Butter in dieser Variante halt ein. Und gleich könnt ihr auch sehen, wie wir aber trotzdem auf diese schöne Blätterung kommen, die man halt von Blätterteig haben möchte. Ich habe mir also Frischhaltefolie genommen, habe meinen Teig da drauf gepackt, das Ganze in Folie gesandwiched, das Ganze platt gedrückt und dann für mindestens 2 Stunden kalt gestellt, damit mein Teig wieder schön kalt, also meine Butter schön kalt bleibt oder wieder kalt wird und sich der ganze Teig einfach etwas entspannen kann. Schön flach drücken, damit das Ganze schön gleichmäßig durchkühlt und wir das gleich leichter ausrollen können. So sah das dann aus. Ab in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden. Das war dann jetzt bei mir einige Zeit später. Ich konnte meine Folie entfernen und mein Teig ist schon deutlich wieder fester geworden. Ich habe mir dann etwas extra Mehl geschnappt, auf meine Arbeitsfläche verteilt, bisschen unten drunter, bisschen oben drauf und jetzt rollen wir das Ganze aus. Am Anfang sieht der Teig immer noch ein bisschen wild und wüst aus, aber umso öfter ihr diese Technik, die ich euch jetzt zeige, macht, umso glatter wird das Ganze und das Endergebnis wird nachher echt super. Hier könnt ihr jetzt halt auch nochmal super gut erkennen, wie sich die ganzen Butterflöckchen da drin verteilen, und dadurch, dass wir das Ganze ja jetzt dünn ausrollen, zieht sich auch die Butter so ein bisschen auseinander und wir falten das Ganze jetzt. Wir geben dem Ganzen jetzt eine einfache Tour, so nennt man diese Falttechnik, die ihr jetzt gleich seht, und dadurch wird ja diese Butterflöckchen, die werden immer wieder aufeinander gestapelt und immer wieder dünn ausgerollt und dadurch zieht sich alles schön und wird schön blättrig. Das ist eigentlich auch schon alles. Also es ist einfacher als einen richtigen Blätterteig herstellen, weil wir halt hier einen Schritt so ein bisschen gespart haben. Aber was ihr seht, was ich immer wieder mache, ist meinen Teig länglich ausrollen und dann so ein bisschen falten wie ein Brief, würde ich das jetzt sagen. Dazwischen gucke ich immer, dass ich nicht zu viel Mehl zwischen meinen Teiglagen habe, damit auch alles wirklich schön festpappt und sich zusammenrollt. Und dann faltet ihr das jeweils halt wie ein Brief, dreht dann diesen Verschluss zu euch und rollt das Ganze nochmal längs aus. Und das habe ich insgesamt, ich glaube, 4 Mal gemacht. Nach dem 4. Mal war ich zufrieden, habe das Ganze dann in meine Folie wieder gepackt und wieder kalt gestellt, damit die Butter auch wirklich kalt bleibt und der Teig nicht zu weich wird. Bei mir ist das über Nacht gewesen, das heißt, ich hatte jetzt hier eine Nacht Teigruhe und konnte jetzt mit dem Verarbeiten meines Teiges weitermachen und das Ganze fertig machen. Also geht es auch hier wieder weiter mit ein bisschen Mehl auf meiner Arbeitsfläche und auf meinem Teig selber. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, da müsst ihr aber auch einfach mal schauen, wie das für euch am besten funktioniert und wie blättrig ihr das Ganze haben möchtet. Ich habe dem Ganzen noch eine letzte Tour gegeben, also das Ganze noch einmal wie so ein Brief gefaltet und das Ganze dann normal ausgerollt. Ja, ist einfach eigenes Gusto, kommt drauf an, wie blättrig ihr das haben möchtet. Es gibt zum Teil auch richtige Normen, wie oft sowas gefaltet wird, aber ich mache das immer nach Bauchgefühl und wie viel Geduld ich habe. Also bei mir war es, glaube ich, 4 Mal. Gut, dann ging es bei mir weiter mit dem eigentlichen Ausrollen meines Teiges. Ihr könnt jetzt auch sehen, wie gut mein Teig einfach auch generell jetzt aussieht. Der sieht jetzt nicht mehr klebrig aus oder irgendwie komisch schmierig oder so. Der ist jetzt optimal, um damit weiterzuarbeiten. Was ich dann gemacht habe, was kein Muss ist, ich habe den nochmal eingewickelt in den Kühlschrank getan über Nacht. Bei mir wurde es dann zu spät. Ihr könnt den aber auch sofort weiterverarbeiten. Beim Verarbeiten ist jetzt eigentlich super leicht. Ihr benutzt nämlich, das ist so das Einzige, was man nicht vermuten würde, anstatt den Teig jetzt mit Mehl auszurollen, damit er nicht klebt, benutzt ihr Zucker dafür. Das heißt, ihr braucht da doch eine etwas größere Menge Zucker, die ihr einfach an der Hand habt. Ihr seht, ich habe oben meine große Zuckerschaufel und greife mir immer, wenn ich merke, dass der Teig anfängt so ein bisschen zu pappen, zu kleben, schnappe ich mir was davon und
bestreusel damit meinen Teig von oben und von unten und roll den dann halt so aus, bis ich meine gewünschte Dicke erreicht habe. Und achte darauf, dass ich den relativ rechteckig rolle, wie ihr, glaube ich, ungefähr erkennen könnt. Das heißt, nicht rund rollen und nicht quadratisch, sondern der muss einigermaßen rechteckig sein, damit wir den jetzt gleich schön falten können. Das zeige ich euch. Ja, nochmal zum Zucker. Guckt einfach, dass ihr da eine relativ große Menge noch über habt, was ich denke, was wahrscheinlich die meisten von euch haben, die sowas regelmäßig machen. Also ja, das einfach schon mal parat haben. Was ich jetzt hier mache ist, ich mache einmal Probefalten, damit ich ungefähr weiß, wie genau ich meine Schweineöhrchen falten muss, weil das ist eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Das heißt, euer eigentlicher Teig wird dann eingeteilt in ungefähr 6 Stücke. Das heißt, zuerst die äußeren beiden Stücke, die werden so ganz leicht eingefaltet, mit Zucker beide Seiten bestreuselt und dann wird das Ganze nochmal eingefaltet und dann wird das Ganze nochmal... Falls jemand eine richtig gute Erklärung dafür hat, schriftlich, schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Dann setze ich das nämlich im Blogpost auf jeden Fall mit dazu. Ich weiß nämlich nicht, wie ich diese Falttechnik erklären soll, außer dass es halt 3-mal ineinander gefaltet wird, bis ihr halt die Schweineöhrchenform daraus bekommt. Und wenn ihr soweit seid und da auch nochmal ausreichend Zucker reingestreuselt habt in die eigentlichen Falten, dann nehmt ihr euch euer Messer ganz einfach nur und schneidet da eure Schweineöhrchen runter. Und das ist auch schon fast alles. Das Einzige, was ich euch hier beim Schneiden mitgeben kann, ist, dass ihr gucken solltet, dass ihr die nicht zu breit schneidet. Das heißt, bei mir, meine Schweineöhrchen hatten so durchschnittlich um die 1,50 Meter, genau, 1,5 cm bis maximal 2 cm an Dicke. Viel dicker würde ich das nicht machen, sonst backen die nicht mehr so richtig schön und sind einfach zu dick. Aber ja, wenn ihr die geschnitten habt, mit der Schnittfläche nach oben oder halt nach unten aufs Blech legen, Backpapier drunter und dann ab in den Ofen. Und beim Backen, das sieht halt eigentlich immer ganz spaßig aus. Der Ofen ist relativ heiß und dann werden die für einige Minuten schön goldig gebacken und gehen dann halt so richtig lustig auch halt einfach auf. Was ich immer machen muss, auch wenn es ein Gastronomie-Backofen ist oder gerade deswegen, ich muss mein Blech immer beim Backen einmal drehen, damit die gleichmäßige Bräune bekommen. Und nach dem Backen sahen die dann so aus. Ich habe die dann komplett abkühlen lassen, damit ich die noch ein bisschen ausgarnieren kann. Wenn ihr das nicht möchtet, könntet ihr die jetzt so direkt genießen. Die sind dann quasi fertig. Die müssen halt nur abkühlen, damit ihr euch an dem heißen Zucker nicht die Zunge verbrennt. So. Wer aber Bock drauf hat, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach ein bisschen Schokolade schmelzen, ganz einfache Tafelschokolade, die schmelzen und dann den Teil von euren Schweineöhrchen reindrücken, auf den ihr Bock habt, fest werden lassen und genießen. Dann wollte ich euch noch diese Variante hier zeigen, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass ihr das nachmacht. Und zwar schnappt ihr euch da einfach nur einen ganz fertigen Blätterteig aus dem Supermarkt. Und da macht ihr genau das gleiche mit dem Falten, was ich euch jetzt gerade schon mal gezeigt habe. Streuselt auch großzügig Zucker in alle Falten, auf alle Flächen, die halt gefaltet werden. Und faltet das Ganze dann auch so zusammen, wie ich euch das schon mal gezeigt habe. Und dann wird das ganz normal portioniert, wie halt eben schon einmal gezeigt. Da würde ich euch empfehlen, das war so ein bisschen mein Fehler, dass ihr die ein bisschen nicht 1,5 cm dick schneidet, sondern ein bisschen dünner, weil die relativ flach sind, sind die mir im Ofen leicht umgekippt. Wie das aussieht, zeige ich euch, nachdem ich euch das hier gezeigt habe, weil eigentlich wollte ich das zu Valentinstag filmen, aber da kam es irgendwie nicht zu. Und zwar habe ich mir jetzt einfach nur noch ein bisschen extra Zucker genommen, da ein bisschen Farbe reingetan und in meinem Gefrierbeutel das ganz lange geschüttelt, bis ich so einen richtig schönen roten Zucker daraus bekommen habe und habe dann den Zucker genommen und auch nochmal Schweineöhrchen gemacht. Aber hier ist es jetzt halt so, dass ich den Blätterteig von der langen Seite aufgerollt habe, anstatt von der kurzen. Und dadurch ist das Format von den Schweineöhrchen halt ein bisschen anders, ein bisschen kleiner geworden und die sehen halt einfach ein bisschen anders aus. Abgesehen halt von der Farbe, die sind einfach ein bisschen schmaler. Aber ja, auch die habe ich ganz normal portioniert, ab in den Ofen, komplett durchgebacken, abkühlen lassen und wie das aussieht, seht ihr jetzt im nächsten Clip. Das heißt einmal die normalen. Da sind die Seiten zum Teil so ein bisschen umgekippt. Vielleicht auch, weil meine Umluft sehr stark ist in meinem Gastronomieofen, aber die sind nicht ganz gleichmäßig gebacken, was relativ schade war. Das heißt, da würde ich euch empfehlen, wenn ihr kleinere Öhrchen macht, die auf jeden Fall 1,5 cm oder schmaler zu schneiden. So wie das jetzt hier zum Beispiel bei den roten war, weil ich fand, die sahen echt super süß aus. Ja, aber das war es soweit eigentlich schon.
Bin ganz gespannt, was ihr zu sagen habt, gerade zu der Last-Minute-Idee mit dem fertigen Blätterteig oder ob ihr euch die Mühe macht und den Blätterteig selber herstellt. Alles, was ihr wissen müsst, wie immer unten in der Infobox verlinkt oder oben in der Infokarte, da ist auch immer das ein oder andere zu finden. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, schreibt mir fleißig in die Kommentare und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben!